So. Müsste ich eigentlich da sein. Da bin ich zu sehen. Da so. Ja. Guten Abend. Guten Abend alle zusammen. Lars, Mel, Swanny, Tamara. Schauen, ob er jetzt wieder was laden muss. Okay, geht. Chill, guten Abend. Ups. So. Man hört mich auch, da hört man. PC-Sound ist drin. Das sieht man noch nicht. Upp. Okay, das brauche ich für später. So. Mal wieder Zeit für Genshin. Damit ich die ganze Woche immer wieder mal bloß eher Star Rail gespielt habe. So, sitzt gescheit hoch. Ja. So. Bin ich noch in der Kamera? Ja. Ja. Was gibt's denn da eigentlich? Umfrage. Einzelne. Brauchen wir nicht. So, was haben wir heute? Aufträge, genau. Legendenauftrag. Das mit der Familie machen wir weiter. Und ich muss schauen, dass ich den nächsten paar Dailies mache, damit ich ein paar Schlüssel bekomme. Weil ich habe nur 2. Genau, wir machen heute auf jeden Fall das von der Wir machen erstmal wieder die Dailies, wir machen den anderen Käse und für die der fehlen dann noch ein paar Sachen. Die sollen wir mal auch noch nehmen. Bei. Da ist sie. Genau, die können wir glaube ich craften. 30 von den Dingern und nochmal 369. Wenn ich den Boss 5-mal mache, könnte ich es vielleicht haben. Und in der Zeit, wir testen heute mal was aus. Ich habe da was eventuell ganz lustig werden könnte. TTHF, guten Abend. Adrian, ebenfalls guten Abend. Mal schauen, ob das auch funktioniert. Verbinden. Es ist nicht wirklich gescheit eingestellt, weil ich heute gemerkt habe, das erschlägt einen mit Funktionen. Ist der da? Nee, man sieht ihn gar nicht, ne? Doch, jetzt ist er da unten. Seht ihr den? Eigentlich sollte der jetzt Charaktere spawnen, wenn ihr... Ja, genau. Lars ist jetzt auch schon da. Jeder, der schreibt und der ein Abo bei mir hat, kommt da unten ein Charakter raus. Zufällig. Auf Twitch kann man die auch auswählen. Und mit denen kann man dann auch allen möglichen Scheiß machen. Tamara ist ein Bowser. Wo habe ich den eigentlich her? Da kann ich die da noch rumschmeißen, wenn ich Lust habe. Da fühle ich mich gemobbt. Ich kann die zum Beispiel auch packen. Und da dann einfach hinpinnen. Ihr könnt die übrigens auch steuern, ne? Also wenn ihr mal im Ausrufezeichen springen eingebt, dann springen die. Oder ich kann da euch mobben, wenn ich Lust habe. Also normal müssten die dann springen. Und man sieht jetzt aber auch, wenn ihr das schreibt. Wie gesagt, ich muss das noch einstellen. Da gibt es so viele Funktionen, ey. Es gibt Boss-Battles, es gibt keine Ahnung was. Mal schauen, springt er jetzt? Das Problem ist, das funktioniert auf Twitch funktioniert es echt super. Aber auf YouTube habe ich gemerkt, irgendwie springt er, glaube ich, nicht.
Killgrünen Kerl. Ich bin der Endboss. Warte mal, normal, wenn ich jetzt halt Ausrufezeichen. Ring? Ring, ja. Ja, meiner ist gesprungen. Sind eure gesprungen? Oder muss ich das noch einstellen? Normal geht es auch zum Beispiel mit, wie gesagt, ich glaube auf YouTube geht es nicht gescheit. Fliegen, springen. Oder zum Beispiel auch, was gibt's noch? Tanzen. Wo ist meiner? Da hinten. Ich habe da ein paar Dinger. Nein. Normal kann man auch, wie gesagt, mit Avatar kann man eigentlich ein Fenster aufrufen, wo man sich einen Avatar zusammenstellen kann und aussuchen kann. Geht halt auf YouTube nicht. Deswegen, ich kündige es hier mal an, es steht im Raum, dass wir vielleicht doch mal wieder auf Twitch gehen. Mit Genshin nicht. Genshin bleibt auf jeden Fall auf YouTube, aber ansonsten vielleicht mit anderen Sachen. Weil man da halt auch mehr machen kann. Ich kann auch random welche spawnen, wenn ich Lust habe. Wobei, warum das immer der wird, weiß ich nicht. Kann ich den eigentlich auch wieder wegschmeißen? Oh ja, ich kann den wieder wegtun. Weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir. Wie gesagt, ich kann dann zum Beispiel... Ja, ich muss euch noch eine Command-Liste dann auch raussuchen, die wo ich euch dann geben kann. Momentan ist auch nur nicht viel eingeschränkt. Das zum Beispiel dann auch, kann ich eingeben... Geht es dann? Royal. Mal schauen, ob das passiert. Normal soll es eigentlich passieren. Jetzt werden alle eingesammelt. Und jetzt gibt's Battle Royale. Und da kann man dann sich Punkte verdienen. Und mit den Punkten kannst du dann deinen Charakter ausrüsten, wenn ich das einstelle. Oder beziehungsweise da kannst du dann machen, dass die halt dann... Jetzt kämpfen die gegeneinander und der Letzte bekommt dann Punkte. So kann man das einstellen. Wie gesagt, es ist noch nicht eingestellt. Und auf YouTube geht es auch nicht gescheit. Das geht eher dann auf Twitch. Warum zur Hölle war da ein Ho-Oh? Guten Abend, Angelika. Sagst du so das? Oh, ich bin eh schon weg, sehe ich gerade. Pikachu hat's gerade zerfetzt. Kill die Manga. Ah, Anitra, guten Abend. Achso, die neuen sieht man dann bloß ganz kurz, weil das Battle Royale schon gestartet hat. Oh, Tamara hat gewonnen und dann sich beschweren drüber, dass er der große böse Bowser ist. Jetzt müsste eigentlich wieder ins Normale übergehen. Ja, jetzt sind alle wieder da. Angelika ist hoch. Oh fuck, der ist ein bisschen groß eingestellt. Aber das stört uns ja erstmal nicht. Man kann die Größen auch einstellen. Manche sind halt ein bisschen größer. Schwebt der dann immer da? Achso, weil er fliegt, deswegen ist der so groß. Ihr könnt zum Beispiel auch Ding eingeben, Bombe. Normal kostet sowas immer was. Bombe. Dann könnt ihr das selber zünden. Das habe ich, glaube ich, auf eine Minute... Sinn, wo bleibst du? Bin doch da. Meiner ist der, wo mit den Sternchen rumschmeißt. Warum auch immer. Bombe kostet 10, sie haben nur 2 Gold. Ah, okay, dann ist es doch irgendwie eingestellt. Ich kann dann zum Beispiel auch machen, dass, jetzt gibt's hier Sterne, dann musst ihr Jump eingeben, dann könnt ihr die dann versuchen zu bekommen. Aber wie gesagt, es wirkt ein bisschen alles verzögert. Und durch die bekommt er dann, durch diese Sterne bekommt er dann, Punkte. Ich habe bloß ein paar Mal rumprobiert und habe ich gemerkt, manchmal funktioniert es gleich, manchmal dauert es ein bisschen und dann ist die Zeit halt verzögert natürlich scheiße.
Ah, jetzt hat er mich natürlich gesehen, der Sack. Ja, natürlich, da gibt's Krieg jetzt. Ich muss noch ausstellen, dass man das im Chat sieht. Das kann man eigentlich auch machen. Aber ich habe jetzt dann nicht mehr gefunden, wo das ist. Dass man eure Commands halt nicht im Chat sieht. Das ist eine andere. Da. Guckst du jetzt her? Gotcha. Game's up. Game's over. Take it easy. Grow. Yeah. So. Achso, wenn ich dich besiegt habe, schließt du auch einfach ab. Du hast 4 Gold. Also die Befehle sind normalerweise auf jeden Fall auf Deutsch. Was auch eine coole Funktion ist, ich kann auch einfach Ausrufezeichen Chef eingeben. Müsste dann eigentlich starten, oder? Ja, genau. Jetzt müsste dann was dort stehen. Genau, ein Bosskampf, Normalbeginn. Sie haben 60 Sekunden Zeit, um Folgendes einzugeben. Ihr müsst jetzt Ausrufezeichen verbinden eingeben und dann Krieger, Priester oder Magier eingeben. Könnt ihr euch aussuchen. Den Rest erklärt sich dann selber. Verbinden und einfach den ohne Klammern. Also ich weiß nicht, ob er dann automatisch... Ah ja, Lars ist schon dabei. Wie sammelt man Gold? Durch Sachen, was man machen kann. Da muss ich aber, wie gesagt, ich muss das alles noch ein bisschen schauen. Ich glaube, es geben bis zu 6 Stück, die wo da mitmachen können. Ne, ihr müsst verbinden und Priester hinten dran schreiben oder so. Aber es sind ja schon 6 Stück dabei. So, und jetzt steht immer dort, was ihr eingeben müsst. Jeder hat nämlich verschiedene Attacken. Da zum Beispiel Ausrufezeichen tödlicher Stoß, fügt 30 Schaden zu. Und jeder hat immer 20 oder 25 Sekunden Zeit, das einzugeben. Also jedes Mal, wenn ihr dran seid, wird euer Leiste angezeigt, was ihr eingeben könnt. Ne, das erst, wenn ihr dran seid. Also derjenige, wo jetzt dran ist. TDHF ist jetzt vorne dran, der darf jetzt das eingeben. Genau, jetzt kommt der nächste dran. Yusuf ist jetzt dran. Der läuft jetzt dann vor. Und dann steht halt dort, was er kann. Feuerblitz oder Lebensrauf oder Dämpfen. Genau, der hat jetzt Feuerblitz gewirkt. Wo will der eigentlich hin? Achso, da muss ich hin. Er greift natürlich auch an. Wenn man das Gold hier komplett bekommt. Ah, ein NPC ist mit dabei. Der sucht natürlich dann selber aus. Jill ist jetzt gerade dran, muss jetzt entweder schlagen oder Fokus oder heilen eingeben. Aber kannst du dich vorher wegen durchlesen? Man kommt ja immer wieder dran. Wie man das Gold hier komplett bekommt. Meinst du jetzt in dem Spielchen, was wir da machen? Ja, Dailies interessieren mich schon lange nicht mehr. Ich habe nicht mal die habe ich wenigstens alle mal durchgelesen. So.
Aber den Sumerer, ich glaube, ich habe keine einzige gelesen, Alter, was eigentlich da drin passiert. Nein, da jetzt. Zack, zack. Ja, ich muss wieder was einsammeln. So. Quietly now. Das Bedrohung-Viecher. Hatte ich nicht. Da. Wie der Bowser vorher noch so ein Flammending noch macht. Da gibt es einen Haufen Packs, Alter, was man machen kann. Das sind jetzt im Prinzip die erste und zweite Generation an Pokémon, sollte jetzt da komplett drin sein. Achso, ja, ich brauche halt das Ding. Ich glaube, da ist jede Generation von Pokémon. So, und das auch. Naja. Halt, warte. Das Zeug ist nicht. Ist das eine Regung? Doch, da ist es. Add Ash. Thank you for. So. Add Ich habe Ash. schon lange nichts mehr eingesammelt, ey. Achso, Figur wählen. Amber. Oh, ich habe die Dinge gar nicht das letzte Mal losgeschickt. Die Shenny mehr. Nein, nicht jetzt schon, Junge. Weg mit ihm. Jalla. So, haben wir das auch gemacht. Oder hat jetzt irgendwen anders kalt? Also mit den ganzen Funktionen ist noch, wie gesagt, da muss man noch schauen, wie das alles hinhaut. Geht's jetzt mit mir geht's gut. War ja Gott sei Dank eine kurze Woche. Ah ja, stimmt, was haben wir da alles? Versammlung der Erleuchtung haben wir nicht gemacht. Probelauf haben wir noch. Lagenaria. Reinigung der Sünde. Oh, hallo, wer zur Hölle bist denn du? Alter, Wahrheitssuchende der einzig Tiefen der Erde. Kurzer Blick auf die dunkle Welt, jenseits des Himmels herrschte. Heute flüstert er weiter in das verdorbene Evangelium, um die Sterblichen in der Paradies der Wahrheit zu führen. Okay. Ist das einer aus dem Abgrund? Ah ja, das gibt's ja auch, aber das interessiert mich nicht. Probelauf, schau mal, was dabei so macht. Come a little closer. You've been a naughty boy. A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. Okay, der schiedet dann bloß. No, my sword. Witness the power of Gugwa. Was für ein Kuhwagen-Ding? Also er ist ja eher ein Heiler anstatt ein Attacker. Ein Angreifer. Ein Attacker.
You're in for a little shock. A bitter pill to swallow. Ja, meiner ist auf jeden Fall nicht. Noch mehr von euch? Taking a turn for the better. I let my guard down. Brain cutter. Come a little closer. Surrendering the region. The doctor will see you. Oh, noch mehr. Ringguard. Mind the side effects. Alter, echt viel Energie und der heilt auch so viel. Seems like an emergency. Heraus mit verlassen. Ja, er ist nicht meins. Das wusste ich aber vorher schon. Ja, er ist halt ein Heiler, also. Und scheinbar auch ein Shield-Heiler, oder wie das jetzt war? Garnier brauchen wir nicht, wobei da kriegen wir dann ein Ding, ne? Ja, egal. Probieren wir erstmal ihn aus. Empirische Reflexe. Er ist ein Zweihänder? Der Koffer geht auf, wenn er zuschlägt. Schaut der Koffer böse? Der Koffer hat Augen. Erfährt mir in der Story, was der Koffer ist? Hey, jetzt hat er plötzlich einen anderen Handkampf. Weißt du, wie er halt nichts machen muss, weil das der Koffer macht. No, my sword. Breaking new ground. Witness the power. Come at me. Sight clear. Feast your eyes. Ja, so lustig ist der auch nicht. Oh, ihr habt ihn ja gleich und das sind ja noch alle am Leben. Probelauf. Was bringen die? Irgendwas, was ich brauchen kann? Nee. Dann machen wir noch die Ganyo und dann haben wir das Zeug. Sailor Moon? Oh, er ist down. Was dann passiert, habe ich auch noch nicht gesehen. Warum fliegen die anderen weg? Ach so. Glückwunsch, der Boss normal wurde besiegt. 200 Gold hat jetzt jeder bekommen, der dabei war. Dafür gibt's ein paar Bomben hier. Schenke ich euch. Let's dance. Don't get frostbite. Cool it. Ah, warte mal jetzt. Alter, alleine mit der Ganyo spielen ist blöd. Ich hab die normal eigentlich immer als Ding da drin. Oh. Wie die schon fertig sind.
Ah ja gut, auf dem Bildschirm sieht man es oben und auf dem anderen nicht. So. Ein paar andere Sachen gab es auch noch, aber die habe ich noch nie ausprobiert. Ein Laser Pikachu bekommt Luftballons. Beim Springen. Geht er noch auch? Alle tanzen? Geht das? Nee. Bei Angreifen musst du immer jemanden dazuschreiben, den du angreifen wirst. Aber da habe ich dann auch bloß gesehen, irgendwie Ziel ist nicht in der Nähe oder so, das war bei mir immer gestanden. So, jetzt müssen wir mal den Boss dahin wieder platt machen. Wie lange braucht der Boss zum Respawn? Das mache ich selber, das muss ich einstellen, dass der wieder kommt. Das sind Sachen, die ich aktivieren muss. Wo kommt denn jetzt der Stern her? Taucht der mittendrin auf? This may hurt a little. Allow me. Busted. Here comes the catch. Take it easy. Let's move out. This dance is for you. Roll, roll, roll. So, der kriegt doch fast keinen Schaden, so, ne? Share my knowledge. Du bist da unten links. Game's up. Time's over. This may hurt a little. Hold the line. Committed to positions. So, jetzt. Ich hab vergessen, das Ding da immer drauf ist. Natürlich haben wir 2 bekommen, das war klar. Achso, ich muss das auch nur einsacken. So. Wie viel habe ich eigentlich? Nicht viel, ne? 11. Davon habe ich Ding. Wie viel habe ich davon? 5. Warte mal, wo waren das immer? Ah, hier war's. Ah ja. 5. Komm, weil wir mal schon da sind, machen wir mal ein Ding. Da ist der KF dabei, oder KF, oder was weiß ich, wie der Penner sich ausdrucken wird. Schauen wir mal, was rauskommt. Jetzt dachte ich schon, Alter, das wär's jetzt gewesen. Ah, die kennen es. Oder kennen das. Muss das dann gewesen sein, oder? Ja. Na gut. Was haben wir hier? 4 Stück. Oh, da fehlt dann genau einer, ne? Solche Säcke. Ah, da habe ich jetzt nur 3. Oder mal Figuren. Einmal so. Aufstieg geht auch. So. Ah ja, da. Ah, muss bloß ein wenig
rumspielen können. Gebait. Wow. Landstreichernoten. Ja, danke. Sehr gut, hat sich gelohnt, ey. War ja mal richtig geil. Verlauf. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal meinen? 3, 4, 5, 6, 8. Ich habe doch keine neuen Dinger bisher gehabt, oder? Achso, das hatte ich schon wieder weg, ne? Naja. Jetzt müssen wir uns nach den blöden Eiern, oder? Nee, was waren das Dinger? Doch, die Venut-Dinger. Ich brauche noch 30. Magische Angriffe? Die siehst du nur während des Boss-Battles. Weil du hast ja nur eine Klasse, während du diesen Kampf machst. Kann man das irgendwie, warte mal. Zack. Komm. Nee. Befehl. Sieht man dann da was? Verschwindet, wenn man nichts schreibt? Oh, ich dachte, das gilt nur dafür, wenn Ding ist. Wenn man sich ausloggt, dachte ich. Dann hätte ich das länger einstellen müssen. Warte mal. Gleich seid ihr wieder da. Viewer Spawn. 360. 600. So, jetzt müssten es, glaube ich, 60 Minuten sein. Kurz was schauen. Botkommandos. Spaß. Bombe, Feuerwerk, Massenkommando. Masse. Ah, okay. Einarmiger Bandit, Roulette, Chefkampf, Basketball. Ich habe keine Ahnung, was Basketball ist. So, verbinden. So, jetzt halt. Nochmal. Zack. Basketball. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Habe ich noch nie ausprobiert. Rot verbinde blau. Was zur Hölle ist jetzt los? Ah, ihr müsst jetzt schreiben. Ausrufezeichen rot, Ausrufezeichen blau. Teilt euch mal gleichmäßig auf. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das gerade funktioniert. Das Basketball, das habe ich noch nicht gesehen. Was ist denn das jetzt? Wie geht denn das? Gehen Sie in den Winkel und die Krafteinung, um Ihren Avatar in den Korb zu schießen. Ach so, ja, stimmt. Du musst es dann schießen, 180 und 100 eingeben. Oder nur 198, 50? Geht das so? Du schießt deinen eigenen Charakter durch die Gegend. Team Blau. Geht das noch? Oder ist jetzt das... Warum haben sie sich da nicht mehr einloggen können? Das ist auch komisch. Das ist gerade eigenartig. Tamara spielt alleine gegen sich selber.
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das auch gescheit funktioniert. Auf YouTube funktioniert das nicht so 100% geil wie auf Twitch, habe ich bloß gelesen. Oh! Alter, jetzt ist das da drüben. Ah, okay, das geht immer dahin, wo der Stern ist, und dann richtet er das aus und dann schießt er das mit der Kraft. Das ist auch nicht schlecht. Es ist ja lustig, Alter. Ne, Lars, du bist gar nicht dabei, da bringt's nicht, wenn du was eingibst. Oh, der geht mit Bande. Alter, was für Zeug, ey. Ah, abgeprallt. Oh, oh. Ah, 2 Punkte. Aber jetzt schmeiße ich trotzdem gerne noch mal kurz raus, das Spiel. So, dann wieder verbinden. Ah, nee, warte, ich wollte was schauen. Shit. Geht jetzt aber nicht weiter, oder? Nee. Gehen wir nochmal raus. Sorry. Minispiele. Basketball. Belohnungsgewinn, 300 Punkte gewinnen. Join Timer. 60. Spieldauer 300. Okay, verbinden. So, jetzt habt ihr 60 Sekunden Zeit. Dann. Befehle. Ja, ich weiß nicht, aber das... Wie gesagt, manche Sachen funktionieren, glaube ich, auf YouTube nicht gescheit. So. Ausrufezeichen. Basketball. So, jetzt halt verbinden und die Farbe eingeben. Rot oder blau. So, am besten jetzt noch 2 in blau rein. Damit sie sich gegen sich selber spielen. Ah, sehr gut. Wenigstens einer blau. Das Mod-Team ist blau. Verbinde blau. Warum nimmt er das nicht? Hä? Wir verbinden das vorher. Blau. Ah, Chill Edge ist drin, der reagiert manchmal nicht. Jetzt bin ich in. Alter, jetzt weiß ich, jetzt muss ich dann mitspielen. Ne, Chill, du bist im roten Team drin. Scheinbar hat er wen gebraucht, bis er das gecheckt hat. Wie gesagt, auf Ding funktioniert es immer nicht gescheit. Warum bin ich jetzt in Rot? Ähm. 90 ist das. 115. 30. Okay, 30 ist viel zu wenig. 115. 60. Ich meine, Alter, wie weit es mich jetzt wegschießt. Ich bin da hinten irgendwo. 115. 45. Ah! 115. 47. Ah, Lars hat es schon reingeschafft. Ja, wie das auf dem Bildschirm so ausschaut, wenn das da drauf ist. Es verdeckt natürlich den Hintergrund, ne? So, 135. 55. Oh. 135. 70. Das soll jetzt zu viel sein. 20 mehr, also der schießt mich jetzt zum Mond wahrscheinlich.
Alter, wo fliege ich hin? Alter, das war nicht mit Bande, Alter, das ist doch Betrug. Schweinerei. Oh. Das ist dann 105 mit 50. Nein, das geht drüber. 105 mit 45. Unten durchschießen. Nein! 105 mit, was habe ich gehabt? 45. 42. Los, jetzt mach schon. Manchmal reagiert er nicht. Ah, jetzt hat. Ah, jetzt hat aber. Yeah! Ist auch fies, dass auf der anderen Seite jetzt 3 sind. Oh, 75, 45. Ah! 75. 42 wieder. Alter, jetzt habe ich es viel zu gut drin, ich bleib raus. Sonst wird's unfair. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Wenn man einmal sich ein bisschen rangetastet hat. Chill, die Stärke geht nur bis 100. Take it easy. Hä, wie geht denn das jetzt? Muss man das mit Bande machen? Also, okay, da will ich mitmachen. Scheiße. Gleich geht's mit dem Spiel weiter. 115. Nee. 1,5. 50. Das wird zu viel sein. 1,5. 2,5. 50. 1,25. 70. Oh, wo bin ich hingekommen? 1,25. 6,5. Ja. 0. 55. Yes! Ja, das macht Laune, Mann. Yeah, ich habe Punkte bekommen. Stream, mit dem wir miteinander rumspielen. Oh ja, Furz gibt's auch. Macht er dann was? Wow. Ja, das Avatare ist das Problem, Lars, die kann man nicht aufrufen, weil normalerweise kommt eine Liste und dann kann man das zusammensuchen, aber es geht nur auf Twitch. Weil für YouTube ist dieses ganze Expansion Pack Zeug ist irgendwie nicht gut. Weil auf Twitch kannst du dann auch mit Punkten, die du dir verdienst, dann auch deine Avatare ausschmücken und alles. Da sitzt der wirklich. Wusste ich mal, dass das geht.
Avatar des Smash. Take Alter. it easy. Lars, du hast eine Liste offen, oder? Mit den Dingern. Alter, da kannst du es dann auch wechseln, wenn du willst. Einfach bloß Avatar und Pikachu eingeben oder so. Ich habe die Liste auch offen. Ah. Und wie gesagt, ihr müsst es eindeutschen. Bloß manche deutsche Begriffe sind total komisch. Weil bei Boss Battle wird halt Chef draus. Chefkampf. Take it easy. Ah ja, und für... Johanna, guten Abend. Und für die Pokémon müsst ihr die englischen Namen nehmen. Weil das ist eine englische Mod. Für das stream ich. Wann fragen Sie später noch? Ach, das ist 8-Ball. Ich habe schon überlegt, was das eigentlich sein soll. Aber ich dachte, hä? Fragen Sie später noch einmal nach. Da muss ich jetzt wieder an die magische Mischmuschel denken, Alter. Stoppst du irgendwie so komisch bei mir? Gibt's einen Haken beim Stream? Hier schon alles zu passen. Wenn du den Stream nochmal neu laden? Nächste 50-50? Ja, auf jeden Fall. Okay. Die magische Miesmuschel hat gesprochen, ja. Ah, ja. Ist leider jetzt weg. Ah, dann schön, dass du da warst, Anichan, und bis zum nächsten Mal. Läuft das schon auch nicht gut. Entweder spackt heute YouTube rum oder so. Quietly now. Ah, da hinten sind noch welche. Ich komme wenigstens 30 vor den Dingern, würde ich doch was finden. Dann habe ich das auch schon voll. Take it easy. Aber war da unten nicht noch was? Einfach mal neu laden, Angelika. Busted. Ah, Swanny, bist schon. Take it easy. Das mit Attackieren irgendwie, keine Ahnung, wie das. Musst du da in der Nähe sein, oder? Take it easy. Jetzt halt. Also wie gesagt, die Pokémon aus der ersten und der zweiten Generation sind mit drin. Also von Pokémon 1 bis... Keine Ahnung. 300 oder was das war? Skalieren können nur Mods. Damit es nicht überhand nimmt. Also ist aber so vorher schon eingestellt. With all my strength. Phew. I see everything. Grow, grow, grow. Yeah, yeah. I'm seeing stars. Yeah. Hey. Winging it wasn't the best idea. Quietly now. Oh, die geht auch gleich drauf. Na, geht drauf. Treasure. One way to draw your target out of hiding. So, wie viel von den Dingern haben wir jetzt? Attacke sind so raus. Ey, ich sag, das mit dem Zeug funktioniert auch nicht ganz. Hä? Ey, das geht auf mich gerade los.
Ey, wie er mich wirklich angegriffen hat, Schweinerei. Was magst du heute noch im Stream? Wir dann jetzt noch ein bisschen das Harz verbrauchen und dann später machen wir die zweite... Genau, 60. Die zweite Quest von Nahida. Ach, danke Tamara. Oh, jetzt geht's natürlich rund. Pieps, guten Abend. Wen kriegt Pieps? Pieps ist ein Dodri. Was wollte ich hier jetzt eigentlich? Ah ja, zum Alchemietisch. Man kommt was bei dir im Bild los. Ich habe Stream-Avatars nennt sich das. Da könnt ihr mit den Avataren, oder da könnt ihr euch welche aussuchen, beziehungsweise auf YouTube könnt ihr die euch nicht aussuchen. Sondern dann müsst ihr auf die Liste gehen, oder beziehungsweise müsst ihr euch einen Charakter, die wo es halt hier gibt, aussuchen und dann erst wird er zufällig ausgewählt. Und dann könnt ihr mit denen rumspielen. Andere angreifen, Bomben setzen und dann kann ich Boss-Battles kann ich starten und keine Ahnung was nicht alles. Wo ist denn das Ding? Ich glaube, ich muss bei dem anderen denken. Also es gibt einen Haufen Scheiße, wo man damit rumspielen kann. Fliege, Evoli, fliegen. Wie er darauf zurennt. Bomben kosten 10 und man kann alle einmal in der Minute bloß. Ah, jetzt. Knuddelpieps. Umarmen müsste auch gehen. Gar nicht mehr, ich bin immer noch Abenteuerstufe 35. Take it easy. Ja, ab 40, glaube ich, kannst du sowieso alles machen. Was brauchen wir jetzt rot, ne? Wir brauchen mal 5 Stück, glaube ich, noch. 1, 2, 4, 5. Aktuell 0 vorhanden. Ich dachte, ich habe mehrere. Verdammt. Schon so lange Mitglied, ja. Ich schaffe die Aufstiegsprüfung 2 irgendwie nicht. Boah, ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist. oder wie die ausschaut. So eine tiefe Umarmung. Das haben wir. Jetzt brauche ich diese Stirnbänder, brauche ich. Okay, davon habe ich eine Menge. Brauche ich die oder die lilanen? Den habe ich 16. Über ein Jahr und 5 Tage. Ey, schon lange jetzt, wo ich immer wieder mal streame, ey. So, was brauche ich jetzt noch? Jetzt muss ich den Boss bloß noch ein paar Mal platt machen und dann müssten wir sie eigentlich aufsteigen lassen können, oder? Ja. Ja, ich habe neulich auch geschaut, wie lange ich das jetzt eigentlich schon wieder mache. Zitat hinzufügen, Zitat löschen. Hä? Einfrieren. Der wies mir hinterher denn. Oder? Ich glaube, einfrieren können bloß die Mods. Aber ich glaube, die Tamara tut es so Unruhe stiften, die pinnen wir mal dahin.
so ist, wie geht das? Lass dir das von den anderen mal erklären. Man kann auch auf eine Website gehen und kann da die Kommentare anschauen. Attacke kannst du zum Beispiel, Attacke und Ausrufezeichen musst du immer benutzen am Anfang und dann halt die Sachen eingeben. Springen oder Bombe kostet Gold. Wobei du wahrscheinlich nur kein Gold haben wirst. Hier könnt ihr euch ein wenig Gold zu. Verdammt. Ja. Alter, jetzt müsst ihr halt mich einfrieren. Jetzt kommen die Mods, Alter. So genau, so ungefähr. Wie ich da nur stehe. Sitzt deine? Oh, hoppala, ich habe immer noch das Ding. Ups. Was ist das eigentlich? Geschenke. Gift Options. Ah, sitzen war das. Ja. Der Pumpman, guten Abend. Die gibt's auch noch. Wie ich halt immer noch eingefroren bin, Alter. Wie lange bin ich eigentlich eingefroren? Wie man halt einfach den Ersteller einfrieren kann. Schweinerei. Ach ja, genau, wir müssen den Boss besiegen. Jetzt sag ich mal, warte, was wollte ich machen? Ah ja, du hast kein Gold. Bomben kosten 10 Gold. Wer ist Pumpman geworden? Ach, ich habe vor Animal Crossing jemanden. Pumpman ist die eine aus Animal Crossing geworden. Einfrieren, Lars. Nee, Tamara, kein Mod. Du kannst, wenn die... Ups. I see everything. Here. Gotcha. Hold the line. Things are about to get dicey. Busted. Dance with the waves. The Temple of Wisdom. Everyone hold hands. Quietly now. This way, Curly. With all my strength. All eyes on me. Ach, Melina aus Animal Crossing, ja genau. Committed to memory. Ich weiß die Namen gar nicht von denen. 3 habe ich bekommen, jetzt habe ich 15. Das heißt, 2 Kämpfe noch, dann müssten wir es eigentlich raus haben. Harz habe ich noch für 2 Kämpfe, sehr schön. Ja, dann machen wir mal, dass ihr wegen Punkte verdienen könnt. Machen wir den Boss-Battle oder Ding? Warte mal, hier. Aber ich kann ja auch mal Gift. Währung 100. Ja, die werden gar nicht alle angezeigt, Schweinerei. Bis alle Stände weg sind. Ich kann noch ein paar rein tun. Wobei die jetzt halt hier nicht so 100% viel bringen, außer sowas wie Bomben und so Zeug. Masse Bomben, das sollte dann eigentlich funktionieren, oder?
Oder Massebombe? Will auch nicht. Something on your mind again? Dann mache ich es halt mit der Hand. Hier, bitteschön. Let's work through it together. Two heads are better than one. Wie ich jetzt das eingesammelt habe, weil ich mich selber da reingeschleudert habe durch die Bomben. Jetzt wollen sie mich alle fertig machen. Hä? Jetzt kommt Masse Bomben, oder was? Ups. Ich glaube, das ist ein bisschen verzögert gewesen. Scheiße. Wie einfach ist gerade der ganze Bildschirm voller Bomben war. Du cheatest. Ja, ich sag ja, auf Twitch funktioniert es viel besser, ey, deswegen. Weil auf Twitch kannst du dann halt deine Avatare nachschauen, du kannst es selber auswählen. Man kann einstellen, dass du mit dem Gold deine Avatare verschönern kannst. Es gibt ja auch so Block-Charaktere, die kannst du dann mit Waffen ausstatten und keine Ahnung was. Aber das funktioniert halt alles bloß auf Twitch, weil das halt hauptsächlich auf Twitch ausgelegt ist. YouTube hat halt da keine so gute Integration drin, leider. So. Basketball. Da können wir jetzt dann eine wieder wegen Action machen. Ihr müsst jetzt Ausrufezeichen verbinden und rot oder blau eingeben. Und dann könnt ihr in den Teams beitreten. Echt? Ich habe eine Liste in den Chat gepostet? Die sehe ich gar nicht. Take it easy. Bust it. Things are about to get dicey. Allow me. This dance is for you. Der braucht... Warte doch mal. Ich muss leider noch mal trennen, bevor ihr das Spielen anfangt. Ich muss das wahrscheinlich länger einstellen. Mit dem Basketball-Ding. Join-Timer. Machen wir mal 2 Minuten. Das Problem ist scheinbar, dass der ist viel zu verzögert. Kusta, guten Abend. So, jetzt halt nochmal. Hä? Der hat das Spiel noch drin. Warum ist das Spiel noch drin? Ah, jetzt könnt ihr euch verbinden. Weil der verzögert scheinbar echt so lange, dass der das dann nicht mal einhält. Deswegen konnten vorhin auch nicht so viele joinen. Das Verbinden bin gerade erst reingekommen. Es gibt so ein kleines Spiel, was ich mit integriert habe, wo man da ein bisschen so interaktiv was machen kann. Ah, jetzt geht's schon besser. Jetzt verbindet es sich gleich, die Sau. Verbinden pink. Jetzt müssen wir dann noch kurz ein bisschen warten und dann...
Dann schön, dass du da warst, Angelika, und eine gute Nacht. Oder erholsame Nacht. Oder beides einfach. So, gleich geht's los. Eins der nicht was zu essen vorbeibringt? Nee, den gibt's leider nicht. Zum Glück, ey. Ich hatte gar keine Lust, bei euch allen vorbeizufahren. Ihr seid allzu weit weg, Mann. So, und jetzt geht's drum, ihr müsst da in dieses Ding treffen. Also für die, die wo nicht da waren. Und dazu müsst ihr den Winkel eingeben von 0 bis 180 Grad und die Stärke von 1 bis 100. Also einfach eingeben, zum Beispiel 133 Grad und 50 Stärke. Good roll. Einfach die Nummer, wie es der Lars gerade macht. Alright, maybe I'll take one more day off. Knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Ne, Pieps, du musst auch eine Stärke dazu eingeben. 120 Grad und 50 Stärke zum Beispiel. Wie stark das er schmeißen soll. Genau. Kann aber ein bisschen dann dauern, das verzögert, ja, der braucht manchmal ein bisschen. Achso, der ist noch gar nicht da, der Boss, und ich laufe da voll rein. Wie gesagt, mit Verbindung kann es manchmal ein bisschen dauern. Abgeprallt. Beinbrechertal. Ich bin im Untergrund, sehe ich gerade. Ey, Pieps hat getroffen. Tja, der Vogel fliegt am besten. Take it easy. Ja. Take it easy. Boah, ist das ein weiter Weg. Ich dachte, ich mach mal schnell das da hinten aktivieren. Ja, die Kreuzung würde die Gegend fliegen. Take it easy. Ah, ganz knapp drüber, beide. $999. Ne, geht bloß bis 100 Coaster. Looking for trouble? Here. Schon besiegt alle. A chest full of valuables and a trove of potential clues.
Sobald da viele drin sind, fliegt er ganz anders. Habe ich vorhin jetzt eigentlich nicht gemerkt. Genau an die Kante und wieder rausgeflogen. Take it easy. Oh, ich bin schon zu weit. Kann sein, dass er das dann nicht gescheit macht, ne, wenn so viele drin sind. Aber wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, ob das so ist oder nicht. Pieps hat gewonnen. Jetzt setzen wir den Teleporter. Jetzt schauen wir mal, was der Boss macht. Alles verwirrend. Everyone hold hands with all my strength. Gotcha. Game's up. Fun's over. Commit it to memory. Ah, dämlicher Drecksboss. Sian versus Lila. Was hab ich denn da? Achso, der will wieder das Kurs bestimmen. Ich schreibe schon Stil, das ist voll geil eigentlich. Ja, dafür ist es ja auch gedacht. Wenn du keinen Bock hast, tauchst du auch nicht auf, aber wenn du Lust hast, dann kann man da schön mitmachen. Sind Mecker, denken nur die Mods wahr. Überstrahlen. Alter, was zur Hölle? Es ist Liebe im Raum. Erst die Umarmung und dann erstmal wieder voll auf die Nuss. Ja, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Ey, Attacken gibt's nur, wenn du in einem Boss-Battle bist. Kann ich dann auch noch mal einen starten. Genau, bevor ich jetzt dann mit dem Ding fertig bin, starten wir noch einen Boss-Battle. Mit viel Liebe dahinter, ja. Ah ne, Chef muss ich ja eingeben. Chef. Das müsste eigentlich sein. Wer Boss-Battle mit Chef übersetzt hat, weiß ich auch nicht. Kommt das? Kommt das nicht? Oder machen wir erstmal Ding. Wie stehe ich auf? Keine Ahnung. Gib mal einfach links ein oder so, oder springen. Ah, jetzt hat. Jetzt seht ihr im Chat. Jetzt müsste es eigentlich wieder auftauchen, oder? Hä, warum zeigt er jetzt das nicht an? Ja, so weit geht der Chat auch nicht hoch. Scheiße. Trennen. So, nochmal.
Zeigt das jetzt an? Restart geht auch? Oder wahrscheinlich Neustart dann. Ah ja, genau. Ihr müsst jetzt verbinden und dann Krieger, Magier oder Priester eingeben. Also so wie es die anderen jetzt da geschrieben haben. Da könnt ihr da mitmachen. Ach so, als Abzug mir. Verbinden Vogel. Nee, gibt nur Krieger, Priester und Magier. Ja, jetzt sind NPCs dazu gekommen. Wollen wir mal kurz nochmal rausgehen, sorry. Ich mach mal die Spawn-Dinger mach ich mal länger. Basketball mach mal raus. Chefkampf. Join-Timer 120 Sekunden. Textfarbe passt. So. Ich hoffe mal, er ist jetzt weg. Jetzt startet er wieder ein Ding. Also, Ausrufezeichen verbinden, Krieger, Magier oder Priester eingeben. Bist du diese Buchseite? Ah, da ist einer. Erstmal im Stream, wie geht das Spiel? Das siehst du dann, der erklärt es dann, wenn du dran bist. Ja, der zeigt dir dann immer an, was du kannst dann Attacken eingeben. Verbinden. Du musst bei Verbinden auch noch deine Rolle mit dazugeben. Also verbinden und Krieger dann. Oder Magier oder sowas. Genau. Jetzt bin ich im Untergrund. Ich dachte, ich habe oben was gehabt. Achso, das war der da. Da hinten ist so ein Ding. Da habe ich das. Verbindenkrieger, genau. Jetzt müsste es eigentlich dann auftauchen. Wenn das Ding gescheit reagiert, die Sau. Warum mag er nicht? Ich sag, manchmal reagiert er nicht, manchmal... Ah, jetzt hat. Gut, dass ich die Zeiten länger eingestellt habe. Einer kann noch joinen. Komisch, dass der die Tomate dann jetzt wieder nicht reingelassen hat. Komisch. Ja, ich sage ja, das ist eher für Twitch ausgelegt. Auf YouTube hat er noch Probleme. Jetzt steht immer dort, was ihr eingeben könnt für Attacken. Tödlicher Stoß, Ausrufezeichen oder Ausrufezeichen demoralisieren. Steht auch immer dort, was ihr machen könnt. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Also ich war hier noch gar nicht. Aber ist auch egal. Ich wollte eigentlich bloß ein Ding aktivieren. So, schauen wir mal, ob mein letzten jetzt kriegt. Kein Ding, Swanny. Kein Ding.
Ne, chill, du musst jetzt schlagen oder Fokus oder so eingeben. Das steht auf dem Bildschirm, was du eingeben kannst. Jeder hat andere Attacken, also Magier, Krieger oder Ding. Dance with the waves. Quietly now. Achso. Johanna war das. Johanna meinte ich. Things are about to get psyched. Let's play turn around. Commit it to memory. Schnell! Yes, gerade noch geschafft. Warte, ich habe den Boss schon zweimal gemacht. Habe ich das Zeug schon fürs Aufsteigen? Wo ist sie denn? Oh, Freundschaft Level 10, sehr schön. Bin ich jetzt ganz bescheuert, da ist sie. Ja, ich habe das Zeug schon. Wow, ich hätte ihn gar nicht machen brauchen. I never want. Bot schummelt. Ich weiß nicht mal, welche Artefakte ich für sie eigentlich brauche. So. Hey, warte, da ist ein Ding. Ah, der ist da oben. Wahrscheinlich bräuchte ich einen Blitz dazu. Los, greift das Ding an mit Blitzattacke oder so. Hey, das funktioniert gar nicht. Warum geht das nicht? Schweinerei. Natürlicher Stoß. Meiner macht nichts. Komisch. Wahrscheinlich echt die Verzögerung irgendwas im Eimer. Ja, ich muss die erst besiegen, also das nerven die hier rum. Everyone hold hands. Positions. All eyes on me. So, Truppe. Well, since you asked so. Das Ding auch schon lange nicht mehr gehabt, die ja im Mikro. Let's go get ourselves. Na gut. Dann könnt ihr euch jetzt mal kurz mit dem Boss da beschäftigen. Dann mache ich eine kurze Pause. Wobei ich jetzt das natürlich anlassen muss. Aber ich klinge mich mal kurz aus. Facecam. Nein. Ah doch, ist weg. Ich habe auf den falschen Ding geschaut. Das hat er nicht gelesen. Ne, war doch in Ordnung. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Oh, Bossbattle geht noch ein bisschen. Ja, wie gesagt, läuft noch nicht gescheit alles. Muss ich nochmal gescheit einstellen. Ich habe es mir die ganze Woche mal angeschaut und heute habe ich es mir dann gekauft und habe dann überlegt, was machst du denn damit? So, jetzt haben wir die Dinger auf 90. Und ein NPC ist nur noch übrig. Beacon of Red Sea Wolf's Gravestone. Makaira Aquamarine Stats, how to get? Was ist denn das? How to get? Wish. Ach, fuck you. Mailed Flower. Event Web. Hab ich die? Mir Kaffee kocht. Ne, gibt's nicht. Na dann schön, dass du da warst, Pieps. Halt war der, da. Waffe. Wechseln. Oh ja, ich hab das Ding hier. Wenn im Traffic getroffen wurde und nach dem Auslösen 12% ist. Okay, wechseln. Ich meine, ich benutze heute eh nicht, aber. Na gut, dann lasse ich jetzt euch mal eure Charaktere da unten rumlatschen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich gehe jetzt dann mal in die Quest. Agentenauftrag. Kann ich wieder Schlüssel nehmen? Nee. Ah, da, ich brauche nochmal 4. Müsste ich morgen nochmal gehen. So, warte mal, da. Aufnahme starten. So. Dann gehen wir mal in die zweite Nahida-Quest heute. Aktivieren. Sapentia Oromastis. Zweiter Akt. Sapentia Oromastis. Wie geht's nach Hause? Eines Tages stößt ein Bäumer vor dem Tor der Stadt auf ein bekanntes Gesicht. Es gibt viele bekannte Gesichter, das sagt mir halt gar nichts. Verfolgen. Ich hoffe, der nimmt auch auf, ne? Ja. Macht er. Sehr schön. Da. Ich bin gespannt, auf wen wir treffen. Dodo. Hey, isn't that Nahida? Wie die spaziert da einfach durch die Gegend. Nahida! Paimon didn't think we'd run into you here. Oh, hey there. It's been a while, hasn't it? What have you two been up to? Ach, das Übliche, halt überall hinreisen und allen möglichen Leuten helfen. Bergbau, Fischen, Karte spielen, Kristallschmetterlinge fangen. Und das Übliche halt. Seems like you've been enjoying yourselves. How about you? What are you up to now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. I noticed that I have some blurry memories after saving Ermin's soul. I almost feel like there's still something extremely important I need to do. But I can't remember what it is. What is that? Das ist sicher der Einfluss von Irminsu. Don't worry, we'll help you remember. Du kannst uns gerne davon erzählen, vielleicht können wir dir dabei helfen. Thank you so much. Since you're willing to help, I
have something I'd like to show you. Sie ist doch jetzt eigentlich mit den 4 Archons, die was wir bisher kennen, die einzige, die halt einfach so durch die Stadt schlendert, einfach so. Ich meine, die Raiden, oder die A können wir ja rausnehmen, weil die eigentlich nur mit uns mal da durchgelatscht ist. Ein Zäpfchen? Oh, it's beautiful. It looks like it's filled with some kind of power. I found it in the sanctuary of Suristana, but I have no recollection of it whatsoever. It's filled with pure elemental power that is quite similar to mine, but yet it's also a little different. Alter, es wird halt langsam Zeit, dass wir ihr das erzählen. Dieses ständige... Nee, mir erzählen sie ihr mal nicht. It's very likely that Ist doch it's langsam connected to my langweilig. foggy memory, but I can't figure out what it is. Wahrscheinlich eine Hinterlassenschaft der höheren Herrin Ruka Devata. Aber was ist mit der verschwommenen Erinnerung? Traveler, do you have any ideas? Es beunruhigt mich. Ich weiß auch nicht, aber es beunruhigt mich. You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to let you know right away. Thanks, you two. I didn't mean to trouble you again. Don't mention it. Besides, it seems you've got a lot on your mind, and we'd like to help. Was ist das jetzt für Gesichtsausdruck? Schwebende Hydropilze? Hey, get out! You shouldn't be around here! Ist das unseres? I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. Last warning! Get out before I kick you out, you hear? Hang on. I think it's trying to tell us something. But Great Dendro Archon, it's a monster! Please, don't worry. I think I understand. Echt? Seems that it wants us to follow it. You can understand it? Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. I can feel its anxiety and fear. It's in dire need of our help. Well, fungi are kinda cute, but... Trommelkäppchen ist auch eine sehr gute Pilzbestie. That's true. Okay, let's go take a look. All right, lead the way, little fungus. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. That's not too different from how humans think sometimes. Oh, da ist einer That's what I verletzt, meant oder by was? shared emotions. Eine weitere schwebende It Hydropilzbestie. appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. Seems like they might be family. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahida? Strange. Very strange. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. Huh? An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers,
They're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. Das heißt also, sie ist nur äußerlich eine Pilzbestie? Exactly. This is very interesting. I've never seen anything like it. So this is a first even for Nahida. But that's not all. There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. My power was compatible. Looks like everything is fine now. Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? What? Oh, I can't believe the Lord of Dendro saved me. Thank you, as well as the stranger and creature next to you. It can talk? Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. What? Of course Paimon can talk. Paimon isn't a strange creature. Paimon's just... Paimon! Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. Oh, well, no need to take it seriously. It's no big deal. But does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how to talk? Sieht Paimon wirklich so dumm aus. Nun, du musst dich plötzlich an dir selbst zweifeln. You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. So a creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms but completely different interiors, just like fungi and slimes. So, erstmal, guten Abend, Klaus. Mir geht's gut. Und kein Problem, kannst ja kommen, wann du willst. Aber ich mach mal jetzt die Charaktere weg, weil sonst sieht man ja unten die Dinger nicht mehr. Die Gespräche habe ich gesehen. Können wir ja später eventuell wieder einschalten oder in der Pause. So, jetzt. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. You're not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, 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 me. It says that it's very thankful for your help. I was confident that I knew of all the creatures in Teyvat. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land,
and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse, yet in time, we also became the apocalypse itself. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Don't worry, we'll listen. Please continue. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. Das verbotene Wissen? Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Pilze anfangen mit anzusprechen und man muss sich so einwerfen. It Stimmt. said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. Wahrscheinlich wachen wir dann so nach 2 Spielstunden irgendwo auf. Und dann so, oh verdammt, der Joint war zu viel, der zweite. Guten Abend, Mino. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland, but unfortunately, I've forgotten. That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Yes, how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. Ah, I get it now. So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. I'm sorry. I hadn't considered that kind of possibility. Wir wussten nicht mal, dass die gibt bis gerade. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. Die Königin des Grases, Alter. Ich kann sowas leider nicht lesen, ohne dass ich lachen muss. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge, right? That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. Warte, ist es komplett weg, das verbotene Wissen? Ich dachte, wir haben das nur zurückgedrängt oder so. My home Okay. should be safe now. We can go home. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. It's not your fault. You've already done everything you can. Aber dein Bestes war nicht gut genug. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. You mentioned that there were other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met their end. I'm not sure who else is still alive. Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. Ja, damit die Aranara sich mal nützlich machen, anstatt sich dämliche Namen auszudenken. Give me a moment. Verdammte I'll Aranara. contact them right now. Die kann sie einfach so kontaktieren, obwohl man das... That should do it. Wie haben die nochmal geheißen?
Ich habe vergessen, wie es geheißen hat. It may Egal. take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Ara, Lord ara. of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Agreement? You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Lord of Dendro, warum übersetzt man, jetzt kommt's mir erst, jetzt höre ich das erst raus. Warum übersetzt man Lord of Dendro in Königin des Grases? Kann man nicht einfach Dendro Archon übersetzen dann? Oder einfach Königin des Dendro oder was weiß ich was? Oder Königin der Pflanzen? I see. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. Hat die Pflanze Magie? Ja, sie ist ein elementares Wesen. Zurück in die Heimat, deswegen. Serpentia Oromastis, zweiter Akt. Die Königin des Grases, Alter. Auf der Insel? Was war das? Habe ich da nicht gerade was gesehen? There's something that I'm very concerned about. Der Kristall? Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine, yet also different? Im Hintergrund hupst einfach so ein Frosch vorbei. The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. What? Pilze mit einem sprechen, aber viel Gras im Spiel. Es gibt eine Verbindung zwischen der Pilzbestie und dem Kristall. Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories. Dann gute Nacht, Johanna. That sequence of events would explain the Oder ciao. persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. Und dann müssen wir es weiter untersuchen. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. Ich finde diesen Zeitunterschied teilweise immer geil von den Szenen. Das ist ja schon öfters so gewesen. Wir sind ja auf die Insel, da siehst du, wie der Pilz losfliegt. Dann unterhalten wir uns, keine Ahnung, 20 Sätze lang. Und dann geht das Bild woanders über und dann siehst du, wie der Pilz vielleicht 2 Meter weiter ist. Das ist schon öfter gewesen, wo die loslaufen, stehen bleiben, irgendwas diskutieren und dann siehst du, dass der andere nicht mal 2 Meter weiter gekommen ist. The road here is a little rough. I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road. Ja, toll. Enemies! You're up, Traveler! Komm mal her, meine Freunde, da. Here! Let's leave it! Take it easy. Oh, die sind schon tot. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. Hey! Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru,
we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely difficult to explain. Putting it as simply as possible, changing form requires energy. And energy comes with time. Ergibt Sinn, die zwei, die Fliegen beurteilen, wie der Boden ist. Stimmt, ja, ich dachte es mir auch. Oh, ich leite den Weg. Vorsicht, da ist ein bisschen uneben. Und die Palmen, ja, ich schaff's einfach. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Nahida. Paimon gets it now. Inventarwesen kann auch gut Metaphern verwenden. Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. Ich weiß immer noch nicht, wie ihr eigentlich fliegen könnt. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. Ist dann der Pilzkopf eigentlich mit Luft gefüllt oder so? Wie so ein Luftballon. How much farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh, no. Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. Guten Abend, Darius. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who'll carry who later! We have monsters here! Alter, die sind schon wieder tot, Mann. Weißt du, bis die überhaupt mal ihren Dialog beendet haben, sind die schon wieder We weg. have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend, and the other was my child. Oh. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. Pilzbestie 1. Oh, then it must be a really cute name. Oh, jetzt bin ich gespannt. You know, like Bongo Head. You have an odd taste for names. Huh? Paimon thinks that name is great. Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. Ja. That's right. Wieso sich das drüber The freut? name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten many important things. Oh. Macht nichts, du kannst unterwegs drüber nachdenken. Was soll denn das? Uns erst triggern, Alter, und dann das nicht erzählen? Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Gott, hasse ich sowas. Yes, this way. We're almost there. Hey, warte, da ist irgendwas. Wo ist denn das? Dahinter? Oh, warte, das ist hiermit. Das ist verseucht.
withering. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. Paimon doesn't understand. Also ist die Verwitterung dadurch entstanden, dass diese Wesen gestorben sind? Oder verendet? It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. So, this is how the withering is formed? Kontaminiert mit verbotenem Wissen und dann verwelken. Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after forbidden knowledge has disappeared. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the withering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore. I just hope that they can all make it back home. Oh, die sammelt die ein. It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. I understand. Just leave it to us. Deswegen dieses schwarze Loch wahrscheinlich, was sie in sich hatte. Verbotenen Wissen. So you're worried about me? It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake. But when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. Ja, aber das verbotene Wissen kam ja auch irgendwo her, oder? Es kann doch nicht jetzt einfach sein, dass du so... Ist es weg? Na gut. Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Then let's do this! We've dealt with the withering countless times already. Ja, das ist ja nichts mehr. Wie war das nochmal? Warte mal, wo waren die Dinger? Achso, ja, da bin ich jetzt an einem vorbeigelaufen, ne? Verdammt. Hä? Hör auf mich zu bombardieren jetzt hier, ich will doch bloß die Verwelkung wegtun. Hä? Oh. Ah, fuck ja, sie ist jetzt auf 4, Mann. Here comes the catch. Winging it wasn't the best idea. Gotcha. Ah. Allow me! Billowing surge! Hab ich noch eins? Nee, muss ich erst später eins holen. Ich hasse es, wenn die... Das war das letzte Mal schon das große Problem. Hä? Achso, nee, ich muss ja hingehen. Scheiße. Da war schon... Hä? As I expected, it's the last of my kind that I'm aware of. So it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. I hope that you will be free of this pain after returning home. Just thinking about how many
elemental life forms have turned into tumors of the withering makes Paimon sad. Tja. It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. An external form is but a gift of time. Through growth comes change, and even abandonment of previous forms. However, our true nature is not so easily affected. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think I got something. Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. So, they found a fungus that matches the description I gave them. It's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. Also wir haben den Weg jetzt hierher gesucht, damit wir dann doch woanders hingehen. Easy money. Wo soll denn das blöde Ding sein? Hier entlang. Das ist wahrscheinlich unten drunter, ne? Verdammt. Wow. Gut, dass das fast um die Ecke ist. We're close now. It's just a little further inside. But there are so many fungi here. They're probably all ordinary fungi, right? Wenn sie aufgesteckt werden, ist ein Kampf unausweichlich. Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Oh. Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. They are very important to us. They can be reasonable, as long as we try to communicate. What should we do? You're the only one who can make it through, right? But you'll need Nahida's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? What? You want to transform into a fungus? But we don't have time for growth. Nahida is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. We may not be able to avoid a fight. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family, then I'm willing to try. All right. You have great elemental power, so you may be able to do it. You will have to use power equal to that which is required to break through the limitations of time. I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation process a little easier. Alright, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. Achtung, Pilznahida. As am I. I'm not joking at all. Alright! Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then why don't we give it a try now? Okay. Good luck, Lord of Dendro. Ich habe jetzt irgendwie das Bild im Kopf von dem Pilz, der den Nahida-Kopf oben drauf hat. Wow! You really turned into a fungus! Und jetzt greift sie uns wahrscheinlich an. Oh, Menschenfleisch. Wie fühlt es sich an? It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you all help me determine which one it is? Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make your way over from above. You should be able to identify them using elemental sight since they're elemental life forms. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind.
As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. Okay, got it. Let me lure away the fungi up top and make way for you. Alright, good luck, Nahida. Let's go, Traveler. Also ich hätte ja wenigstens erwartet, dass sie so Dendropilze ist. Hallo? Warum bin ich jetzt der Pilz? Kann ich steuern? Nee, kann ich nicht. Ich flieg von alleine. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around it. Nach rechts. Why is it reacting like that? Uh-oh, the fungus on patrol noticed me. Oh. Inflation ist gescheitert, du bist aufgeflogen. Okay. Auch lustig. Ja, das konnte nur schief gehen, da fehlt die Mission Impossible Musik. Dum, 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 dum. Ja, wissen wir, der war gerade auch schon da, links. It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. I should hurry and make my way through. Ach, der da hinten liegt dann, ne? Sehe ich die anderen eigentlich? Nee. This is the spot. There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. Dann schön, dass du da warst, Mine. So this is the one. Understood. Ich muss doch nicht mal was machen, die geht einfach hin. Na, hier wendet die Elementarkraft auf die richtige Pilzbestie an. Die Pilzbestie legt ihre Feindseligkeit ab, als sie sehen, dass ihr Gefährte wieder... Nahida? What's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, we simply wait for it to wake up. Noch mehr Sprechende. Who are you? I apologize. Language is not easy. Need long time. It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. Es vergeht etwas Zeit. Apocalypse ended? Go home now? Yes, unfortunately, I've forgotten where home is. I was hoping you still remembered. I remember. Really? That's great! Home, Dendro Dragon. Dendrodrache? Dendro Dragon. Ah, yes, the Dendro Dragon. Hä? I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. But yes, our home is the Dendro Dragon. Oh, wait a minute. Hyman's confused. Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? Yes,
They're both dragons, but Apep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? Because we live inside the Dendro Dragon. War das vorhin nicht ein Wald in dem Bild? The Dendro Dragon. Inside. Very big. Mountains. Water. Trees. Us. There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. The Dendro Dragon nurtured the earliest life forms and protected us inside of itself. It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. I'm still confused. So wie der Dendroschleimjunge Schleime hervorbringt. Dendroschleimjunge? Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro Dragon is much, much larger than any Dendro slime. Leichtet es? Wait, then if that's the case, doesn't that imply that Apep has also been contaminated by forbidden knowledge? Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? I haven't seen this expression on you before. Apep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated... Ah, scheiße, wir haben ihre Heimat vernichtet. then a big void will also form inside the dragon! I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen Apep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization? But anyway, Apep disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring unimaginable pain all the while. It's probably in pain as we speak. Das ist die Rettung des Dendro-Drachen, also diese wichtige Sache? Yes! How could I have forgotten? If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form, and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. Na hier, der beruhigt dich etwas. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Yes, I'm sorry. You're right. We don't have time to panic. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. Like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. I'm counting on you all. Your info is crucial to us now. Let's wait for their reply again, though I know waiting can feel unbearable at a time like this. Haben die jetzt was zu essen gebracht? Thank you. Family bringing fruit. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home. Leave. Hard decision. Don't know. They are weak. I worry. If waiting, then I hope.
Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us, no matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. Can you do one last thing for it while we wait? Of course, I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. Tend soil. Food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. Soil. There. First. Seed. Here. Paimon understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. Die Pilze sind der Hauptgang, ja. Die schweben die andere Pilzbestie. Lass die Avatare habe ich ausgeschaltet, damit die nicht im Weg vom Text sind. Hilf auf dem Feld aus. Ja, wir haben auch schon einige an Pilzen weggehauen. Haben die dann da hinten einfach ein Feld? Das da? Alter, wie die halt echt ein Feld hier haben. Ein Samen streuen. Wie er sogar einen Beutel hat. Wisst ihr das Feld? Achso, ja. We planted all the seeds. It's time to handle the invading plant life. Die Zuckerblumen? Oh! It wasn't kidding when it said plants were invading. This dance is for you. Ich dachte schon, Alter, Zuckerblumen? Wow, was für Gegner. That should be all of them. That wasn't too tough. Na, hier, da geht's dir besser? Yeah, I've calmed down now. But it doesn't seem like there's too much we can do until we receive some new leads. Ich pflanze die Samengarten auch mit dem Bogen ein, ja. Das Wässern auch. Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? Well, the history of dragons starts from the very beginning of Teyvat. Sumeru was Apep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. Oh, so there was no desert back then? Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand. Nagel? In an attempt to adapt to its new environment, Apep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of adapting. Apep has always seen itself as the master of Sumeru, and has refused to recognize the new order that was established. Even now, it probably still holds great hostility toward the gods. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, it's been unable to stir up any trouble. Ich dachte, Drachen und Archonten verstünden sich gut. Conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be found. As far as I know, Apep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it. Maybe this is why Apep was contaminated. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. Schon mal ein bisschen Heilung spenden.
Ah, da hinten. So. Oh, wir haben die Früchte gar nicht eingesammelt. Thank you, Lord of Dendro. Family happy. You really like them, don't you? Family like. Do you not like your family? That's not what Paimon meant. It's just that you guys aren't actually the same species. Does that matter? Family likes me. I like family. Paimon doesn't quite understand. What it's trying to say is that as long as family members get along well, then nothing else matters. You place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge, and connections we've made to be more important. These are all things that are more reliable than mere external appearances. These are the fruits of time, and the essence of what it means to grow. Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so what's inside of us is more important. Was, wenn Paimon sich verändern würde? Paimon would still follow you around. Wait, would you not be able to recognize Paimon? Oh? Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. It appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this crystal works, then a pet may be in danger. Sorry. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us, and that there is value in preserving it. The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left. Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? That's not very likely. The power of Irminsul covers every inch of the land. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru. A murky place that no one can return from. Die große Kluft? Yeah, that must be the chasm, right? But what is it doing there? It's impossible to preserve forbidden knowledge, but what if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. Okay. Diesen Weltauftrag im Dunkeln launige Farbe. Wow, jetzt kann ich weiterspielen, oder was? Oder? Doch. Wo ist es? Bitte geht zur großen Kluft, unterirdische Minen. Ah doch. Ach so, wenn ich das nicht gemacht habe. So rum ist wahrscheinlich. Weil ich die Kluft wahrscheinlich nicht machen muss. Nee, oder muss ich die denn machen? Ach, keine Ahnung. So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using the power of something here.
Ist das einer dieser Nägel? I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Teyvat long ago. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Teyvat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Also dieser Schlamm. Yep. It's just like soap bubbles that rise to the water surface. Another strange metaphor, but Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike and hidden within the oozing filth. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die Dinger eigentlich waren, außer dass die irgendwie eine Kraft haben. Gut, dass erstmal wenigstens der Ito nicht dabei ist, die Nervensäge. Ja. It's over there! Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. Stimmt, ich brauche den blöden Stein. Ich dachte mir doch, irgendwas war doch da. Oh, was habe ich denn da schon wieder alles? Ne, ich brauche das Gefäß dafür. Was war denn das Gefäß nochmal? Ne, hier? Ah ja, hier war das Zeug. Da. Oh, we finally managed to rescue it. It should be the life form from the prophecy. That light. Wait. Something dark is coming out. Something's not right. Na, jetzt zurück. What's going Die on? Verwelkung? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has passed. Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it is still a form of dangerous power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long time. Oh no! But we still have tons of questions we need to ask. I should be able to purge it with my elemental power. Warte, diesmal nicht. Das hat wirklich nicht mit dem verbotenen Wissen zu tun. But this is our only chance. Ich sage dir, es geht nicht. Nie wieder. Traveler. Tut mir leid, ich bin etwas beunruhigt. It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Let's see if we can think of another way. Dieser Kristall. Oh, yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. You want to use its power, but... The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. Don't understand! This no good, that no good. Save lives! Important! Yes, I understand, but this is our only chance to return home. We cannot afford to be careless. It's okay, there's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Lass mich das machen. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried.
of Dendro, and you others. How long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! The Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? Alter, ich habe nie gesehen, dass der eine Nase hat. Wait, did you get smaller again? I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. As you can see, I won't last much longer. I understand, and I'm sorry, but... Can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the Dendro dragon's heart of Oasis operates. The Dendro dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. It too is nearing the end of its power. However, if you are able to reactivate its heart of Oasis using the fire seed, then the Dendro dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh, so the Heart of Oasis is a pep source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the fire seed to save me? Mm-hmm. Why? What's wrong? That's... never mind. It's not your fault. You didn't know. The fire seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful, yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. All right. Aside from being able to heal the Dendro dragon, the fire seed can also resonate with the heart of Oasis. In other words, you'll be able to find the Dendro dragon by following the guidance of the fire seed. But you should hurry. There is little time to waste. What about you? Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Der Kopf schaut, die Mütze oben schaut aus wie so ein Brötchen. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to save the Dendro dragon. Our past has been saved, and our future
has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! It turned into oozing filth. Can you use the Lumen Stone once more? I can still feel its elemental power. Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. Gut. This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true, and it's very happy right now. Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter, and our home has been saved. There is nothing more important than being together with family. Let's go! Home. Oh, die Musik hier unten war immer so geil, ey. Nee, war das nicht hier? Das war, glaube ich, die beste Musik, finde ich. Irgendwie kommt jetzt gar keine Musik. Sag mal, hängt der Chat da rum? Schreibt keiner mehr. Ich denke mal, die werden alle die Story mit anschauen. Sumeru. Nee, oder? Ist das euer Ernst? Das ist genau der, den ich vorhin aktiviert... War das der? Doch, den habe ich vorhin aktiviert erst. Okay, Story. It's not much further. Ja. Follow me. We're close now. Sehen wir den dämlichen Drachen wenigstens? Wahrscheinlich nicht. Weil sowas machen die viel zu gern. Du hast dann irgendein Symbolding, was dafür steht und dann... Take it easy. I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence. Der Drache. We won't be able to see anything if we keep going that way. Hey, look! Something's over there! Okay. Ich bin offiziell voll überrascht, dass wir den wirklich sehen. A pep, the Dendro Dragon. Alter, der schaut voll geil aus. Obwohl wir nicht mal alle sehen. Paimon knew it would be big, but not that big. Puny god, puny human, leave my domain. Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pep,
here to save you. I do not need saving, especially not by you, Brewer. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? Let go. For only a moment. Foolish Brewer. You will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the 7 nations. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the God of Wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave! Careful, something's coming. Ah, what is that? Paimon's never seen that before. Das sind neue Gegner? It's our family. Oh. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. External form not important. Inner nature say. The composition of their elemental power is identical to ours. In other words, they're residents of our homeland. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! Leider nicht, keine Reaktion. They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. Everything else has been discarded in the process of adaptation. Ich meine, die zwei kann ich noch verstehen, aber die da? Ich passe mich an, ich wäre eine Knospe. So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across Teyvat? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. Zuerst müssen wir zurückstoßen. Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. All they want to do is survive. Sei behutsam mit ihnen. Ich schneide sie behutsam in 2 Teile. Hey Leute, was geht ab? Oh, eigentlich wollte ich was anderes machen. Alter! Was sind das für Tricks hier? Verdammte Muschel! Ich habe sie behutsam zerstört. Paimon thinks they used up all their strength. They don't seem aggressive anymore. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state. It seems only the fire seed or Epep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use the fire seed again. Everyone goes home, not just us. This is becoming
in quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Aber dann. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a pep again. After all, that giant dendro dragon is also your family. Maybe it would listen. Der ist wirklich groß, Mann. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Yes! Thank you. Alright, here it goes. Der kleine Blitz hat ein bisschen crazy geklungen. Yes, yes. Family. We will all be able to go home soon. Whoa, it's shining now. Oh, es ist schnell gewachsen. Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. Es ist cool, wenn man die mal genau sieht. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. This is the last part. Let's go. Ja, dreht mir den Drachen in den Arsch. Verdammter Angeber. Ich bin groß und angenervt. Ja, ich geb dir gleich groß und angenervt. Take it easy. Was macht der Hilly eigentlich hier ganz alleine? Hast du nichts zu tun oder so? With all my strength. Oh. Natürlich wohnen die Pfeifen hier. Die wohnen halt auch überall. Das ist dann, glaube ich, diese Oase, ne? Das ist ja mit ihm verbunden als Kaisen. Wow. Geh nicht ins Licht, Caroline. This cave is huge. Could this be where the dendro dragon lives? Wir kommen nicht weiter. Hä? Da gibt's... Ne, egal. Yeah. Who knows what's inside that cave? Der Our mag. goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. That will be impossible if we can't get it to cooperate with us. But how are we gonna do that? It doesn't seem to want to help at all. I'll see what I can do. Vor allem, warum ist er pissig auf uns? Wir sind nicht mal von dieser Welt. A pep. I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. Wonder if the dendro dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over,
All the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing to fight, you should consider the life you've produced. Die Höhle antwortet nicht. No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? Immer noch nichts. Halt dich an mir fest. Please keep everyone safe. And send us to the homeland. Ist auch cool, wenn das Überschrift halt Höhle steht. Aber da ist ein Name. Ich denke, oh mein Gott, die Höhle spricht nicht mit uns. Da hätten wir auch ruhig Apep hinschreiben können. Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where'd he go? I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well, then let's go have a look up ahead. Paimon's feeling really worried. Yep, let's go. I wouldn't worry too much. The traveler's no pushover. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having the traveler around. Ja, er kann nicht kämpfen, hat kein Inventar mehr. Let's hurry. He might be just up ahead. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Wow. Irgendwie erinnert mich das an Morrowind. An die Elder Scrolls. Da ist ein Zeichen am Boden, oder? Ist das diese Oase? Hä? What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it! We still need to find the traveler! Alright, hang on. Wait! The fire seed! What happened? It shattered. Uh-oh. It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it! I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh, do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. You're gonna become the fire seed? Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. Geht es überhaupt? What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But
you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. None of that matters compared to the dangers that the Pep is facing right now. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the Traveler were here, he definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No. Please, no, Nahida! The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! Boah. Beschützer der letzten Vase. Boah, Alter, was bist du? It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally. All my strength. Dance with the waves. This may turn a little. Boah, Alter. What a drag. Game's up. Time's over. Positions. Revolviert aus dem apokalyptischen Millennium. Wunderschöne Cutscene, ja, ey, die macht... Sowas macht mich immer fertig, ey. Monster um die Wiederbelebung voranzutreiben. Thank you for protecting me with your elemental power. Goodbye. We may never meet again. War der Sau gegen I mich? will wait for her no matter how long it takes. This is the agreement we made. Busted.
Nein! But the Ups. truth is still unknown. Covenant of the Deep! Ha! Yeah! All my strength! Alter, der dämliche Tumpfe. This may hurt a little. Yeah! Gotcha. Noch ein Gegner? I see everything! I learned a wonderful word. It's moved, which means flight. It will be your name. Seems like Commit it to memory! All my strength! Roll! Allow me! Ah, die Musik, hey. Hey! Can you hear Paimon? Say something! You fungi said that your form didn't matter, right? Then let us know that you're alright! Paimon ist schon gut. Ich weiß, dass du dich traurig fühlst. Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power, just as they did. They will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. But that's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. That's how it's destined to be. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me. Destroying you and your people serves me no purpose. Die Eindringlinge von jenseits der Sterne. Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Alter, stell dich jetzt nicht so an. Yeesh, who can put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world, and led us in a fight against the order established by the outsiders. Dragon King? Nibelung. An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale.
the world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. Sand dunes arose where there was only forest, and it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amun al-Ahmar. Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. Die Blumengöttin hat zugeholfen. His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones, while others chose to flee after experiencing pain and agony. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart, even to this day. I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Al-Ahmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. But even then, I still believed that his insanity was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Boer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? Ja, es wird ganz schön viel, was wir wieder abbekommen haben, ey, mit dem ganzen Zeug. Vor allem das mit den Drachen ist jetzt auch viel klarer. Ich habe vorher eigentlich gar nichts mitbekommen, bis das erste Mal überhaupt Drachen erwähnt wurden. Looks like we've been sent back out. Still in one piece, too. The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Nach Hause zu gehen hätte eine gute Sache sein sollen, aber diesmal sind zu viele Dinge verloren. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their journey and their feelings for their homeland. Each opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The hydrofungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh yeah! Let's hurry and go take a look! How are we going to explain all the complicated things that happened?
Eintrag zu verlorenen Einsiedlerpalast im Handbuch. Der verlorene Einsiedlerpalast. Das ist auch ein cooler Name. Was bringt es eigentlich, wenn ich dahinter gehe? Ah, okay, ich kann einfach nicht weitergehen. Schaut aus, wie wenn ich irgendeine Sprache da eigentlich schon mal gemalt habe. Kann ich da runter springen? Na ja, kann ich. Ist da irgendwas? Ich glaube eher nicht, ne? Ach, da oben geht's ja eh weiter, ne? Da war ich bisher auch noch nie. Oh, aber was für eine Story wird da und was für eine Cutscene. Ich bin für sowas einfach zu nah am Wasser gebaut, ey. They're still here! Have they really been waiting here all this time? We're back. Verwirrt schwebende Hiltripels Bestie und I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It said that Nur is its most important family member. Nur heißt er. That's your name, isn't it? Er redet. This is wonderful. So it has left traces of itself after all. They will definitely meet again, someday. Serpentioros Mate ist 2 Tage abgeschlossen. Zurückgehen in die Heimat. Schöne Story. Fand ich super. Auf jeden Fall schöner wie das erste von der Nahida. Wobei die zweiten irgendwie sowieso, die zweiten Stories von den von den Archons sind sowieso immer die Highlights irgendwie. Das war vom Zhongli war das genauso. Take it easy. Von der A war das auch so und jetzt natürlich von der Nahida. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was bei Menti eigentlich abging. Da weiß ich nicht mehr, was da los war bei der Story. Gab es bei dem überhaupt schon einen zweiten Akt? Ey, und ich muss zugeben, ich habe nicht erwartet, dass die uns den Drachen zeigen. Und na klar, ich war bloß so schattenmäßig, aber das reicht ja schon. Nicht vergessen, Bennett runterschmeißen. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Wenn die hatte keine zweite, okay. Dann kommt vielleicht eventuell dann noch irgendwas Größeres. Wahrscheinlich gab es kein zweites, weil er besoffen in der Ecke lag. Keine Zeit, ich muss trinken. Halt nicht Aufträge, warte mal. Aktionen. Was haben wir noch für Aktionen eigentlich? Das geniale Beschwörung läuft noch einen Tag. So ist ja eigentlich nichts, ne? Mit Stan und Identitätsdiebstahl. Ah, okay, an das erinnere ich mich dann doch noch. Ich dachte, das war die normale Quest. Versammlung der Erleuchtung. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Der Tainari schaut halt aus, wie wenn er trainieren würde. Und 1, und 2, und 3. Okay, das interessiert uns eh nicht. Den Probelauf haben wir gemacht. Versammlung der Erleuchtung müssen wir dann nächstes Wochenende machen. Und die anderen Sachen dann sowieso. Verlassenes Land müssen wir dann noch machen und Reinigung der Sünde müssen wir bei Gelegenheit auch mal anstellen.
I got a new letter from an informant. Wendys zweiter Akt findet bestimmt in der Brauerei statt, ja. Wendy und die vergessene Brauerei. Das wäre für Wendy halt wirklich das perfekte Ding. Ah, das muss man. Also ich weiß ja, das von der muss ich immer noch ein bisschen verarbeiten, ne? Das mit der ganzen Story und das mit den Drachen und der Drachenkönig. Aber hat die nicht irgendwas erwähnt, dass der zurückgekehrt ist? Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Oder beziehungsweise da hat irgendwas gefehlt nach meiner Meinung. Ich bin gespannt, ob wir noch mehr Drachen zu sehen bekommen. Also wahrscheinlich schon, weil die ja irgendein wichtiger Teil der Welt sind. Achso, ja, du willst das Let's Play auf YouTube dann nachschauen, anstatt im Stream. Ich werde jetzt wahrscheinlich weniger Folgen von den Genshin-Dingern machen. Dafür bleiben die halt länger. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie jetzt die Nahida-Story in 6 Folgen aufteile oder 5, sondern ich mache halt einfach 2 Folgen draus, jeweils eine Dreiviertelstunde oder sowas. Dann werden es halt weniger Genshin-Folgen, was halt immer in der Woche kommen, aber dafür sind sie halt länger. Nur um das mal gesagt zu haben. So. Wie viel haben wir eigentlich? Da gehen wir mal kurz raus. So, jetzt machen wir das mit dem Venti. Bennett? Wie kam ich jetzt auf Venti, Alter? Ja, gut. Kannst du eigentlich schon das Event starten? Kann es sein, dass du noch einen Legendenauftrag vorher machen musst? Echt? Den von Erlebe oder was? Nach Abschluss des Auftrags fragmentierte Zeugnisse. Navigate. Kultur Wohlan. Keine Ahnung. Ja, den habe ich auch vorher noch machen müssen. Den Legendenauftrag vom Erlebe? Was ich vorher gemacht habe. Echt? Ist das nicht bescheuert? Den kann doch dann... Ich meine, das wird doch ein Abenteuer Stufe 40 Legendenauftrag sein, oder? Ja, musste ich auch machen. Ha! Aber es gibt einen Schnellstart. Achso, einfach überspringen, oder was? Ja, aber dann müssten wir es trotzdem vorher machen. Ja, dann müssen wir nächstes Wochenende den von Erlebe machen, auf jeden Fall. A lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Nee, deswegen geht's so Schnellstart. Ja, aber dann fehlt ja vorher was. Wird mich schon stören, glaube ich. Ja, dann haben wir das nächste Mal ein bisschen was vor. Hazems Legendenauftrag. Und diese Quest. Aktion. Damit die Neustarter keinen Plan von Event-Story haben. Ja, genau. Deswegen wird es mich schon stören irgendwie. Zahlreiche Wettbewerbe spielen, Menschen gar nicht, ja, oder? Okay. Vorausgehender Auftrag. Alter, ist halt echt so. Wer kam denn auf den Scheiß? Sprich mit Susan? Wieso soll ich denn jetzt mit Susan sprechen? Wer zur Hölle ist denn eigentlich Susan? Fuck Susan, Alter. Da pfeife ich drauf. Wer ist die eigentlich? Aber warte mal, wir müssten doch jetzt dann... Ganz hören wir jetzt nur nicht auf. Ich meine, klar, Bennett fehlt auch noch, aber... Komme ich da hin? 100. Das wären dann 300.
Yes, Alter. Wir machen die Kopfgeldjagden auf jeden Fall noch. Achso, ja, ich kann ja mal das ausschalten. Und ihr kriegt eure Avatare wieder. Time to Let's play through them. Make yourselves at home. Got it. Also bei Story werde ich definitiv die Avatare rausnehmen. Oder ich müsste es Here. den Bildschirm ein bisschen anders erstellen. Gotcha. Now you're testing my Commit patience. it to memory. We'll meet again. Willkommen zurück, Kuster. Meiner ist gar nicht mehr dabei. Also nach einer Stunde sind die wieder weg. Aber eigentlich, wenn du was schreibst, solltest du wieder auftauchen. Komisch. Wahrscheinlich verzögert sich's bloß wieder, bis du wieder auftauchst. Wobei du aber vorher ja auch schon was geschrieben hast. Manchmal ist es echt komisch. Was wollte ich machen? Achso, ja. Schreib, schreib, schreib. Zack. Wollen wir nochmal trennen. Und nochmal verbinden. Das ist meine alleine. Hä, wo bleibt der Rest? Padme ist da, Kusta ist da, Lars ist da. Hä? Jetzt tauchen die anderen auch nicht mehr auf. Eigenartig. Let's play through them. Quietly now. Here comes the catch. All eyes on me. Grow, grow, grow. Yeah. Hold the line. Hä, warum bin ich da von rechts gekommen? Warte mal, ich mach das mal nochmal aus. Vielleicht hilft ein Neustart.
Okay, hat sie jetzt verbunden. Nochmal verbinden. Ich bin auch nicht schuld. Hey, with all my strength. Gotcha. Things are about to get dicey. War dein Tag gut? Ja, mein Tag war in Ordnung. Ich war ein bisschen faul, ich hätte gern mehr gemacht, aber es ist Wochenende, da darf man das. Ah, jetzt tauchen sie... Nee. Pumpman und Coolstar ist wieder da, aber Tamara darf irgendwie scheinbar nicht mehr auftauchen. Warum? Ah, Tamara, hast du vorhin nicht verschwinden gemacht? Avatar verschwinden? Fällt mir gerade ein. Ja, verstecken Avatar hast du vorhin gemacht, ne? Da ist sie! Kein Wunder, dass du nicht auftauchst. Es ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass du das ja vorhin mal gemacht hast. Oh. Vielleicht hat er das vorhin nicht gecheckt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du jetzt da. Es gibt übrigens auch die Funktion, glaube ich, irgendwie Duell. Duell, Name und dann, keine Ahnung, 30 eingeben. Dann kann man mit dem anderen ein Duell machen um Geld. Nein, warum kriege ich was ab? wie sie jetzt voll wegfliegt, ey. Du sind so das 20. Ja, eigentlich sollte ich jetzt eine Info kriegen und dann... Ah ja, als Ausrufezeichen. Akzeptieren. Oh, jetzt gibt's ein Duell in der Mitte. Aber kann man da dann irgendwas machen? Ich meine, der Schaden schaut doch gleich aus. Oh, daneben. Ah, okay, das wird ausgewürfelt. Crit. Ja, toll. Ich krieg's halt heute die ganze Zeit was ab. Und ich bin weg. Oh, eine Chance habe ich noch. Crit, los, Crit. Verdammt. Ausweichen. Yes. Los. Du schaffst es, mein zweites... Oh, hör doch auf. Was soll denn das? Ah, auch daneben. Ja, was ist jetzt los? Keiner trifft mehr. Sieg! Das war jetzt aber knapp gewonnen. Ja, halt war er da. In your dreams, maybe. Oh. Akzeptieren.
Oh nein, ich habe mein Programm gestartet. Wo habt ihr eigentlich die ganzen Figuren her? Die werden zufällig ausgewürfelt. Aber man kann sie ändern. Aber du kannst halt hier leider die Liste nicht nachschauen. Also es sind auf jeden Fall Pokémon drin vom ersten bis zur zweiten Generation. Muss bloß das Avatar, Ausrufezeichen Avatar und das Pokémon den englischen Namen eingeben. Dann kannst du das wechseln. Oder du kannst auch Link und Zelda werden. Und ich glaube Super Smash Bros. Charaktere habe ich auch dabei. Alter, ich bin ungeschlagen. 2 Duelle, 2-mal gewonnen. Alter, ich hab voll zerfetzt, Alter. Crit, Alter. Double Kill. Jetzt habe ich Bock auf Ding. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich? Habe ich jetzt genug? Nee, immer noch nicht. Aber Lea wird noch nicht dabei sein. Oder mal. Avatar. Fox. Also wenn Smash Bros. Charaktere dabei sind, müsste ich eigentlich Fox auch werden können. Außer der heißt anders. Akzeptieren. Ach so, ich bin gerade damit gemeint, es wird bloß über meinen Namen angezeigt. Jetzt merke ich es erst. Warte mal, jetzt müsste ich nachschauen. Bibliothek, Stream-Avatars, Workshop. Am häufigsten Pokémon. Da Super Smash Bros. Avatare habe ich rein. Ähm, 89 Charaktere, aber wie heißen die? Keine Klee. Genshin gibt's da, glaube ich, gar nicht. Nee. Wie jetzt unten ständig gefeitet wird um alles. SpongeBob gibt's. Aber die müsste ich erst runterladen, da muss ich nochmal ausmachen. Aber die Smash Brothers Dinger habe ich doch gemacht. Jetzt müsste ich ja bloß den Namen wissen. Zum Beispiel Avatar Assistant Pokéball. Ja, das ist das Problem mit dem Avatare erstellen. Das kannst du halt hier... Warte mal, kann ich dann... Avatar... Yoshi? Ich weiß nicht mehr, wie ich die wechseln konnte. Vielleicht müsste ich das anders schnell lösen. Aber das mache ich dann anders mal. Hello there, my friend.
Wurde ich nicht wieder rausgefunden? Ja. Warte mal, jetzt muss ich erstmal wieder schauen. Glurak würde ich besiegen. Alter, wie oft der Glurak halt zuhaut. Oh, daneben. Ja, mich trifft er. Oh, verloren. I see everything. Positions. Quietly now. Everyone hold hands. Oh, schon fertig. Jetzt müsste ich doch das ansehen und so mehr fertig haben. Jetzt erzählt mir noch nichts. Anfrage? Nix mit Anfrage. Echt genau eins fehlt mir noch? Ihr wollt mich doch veräppeln, ey. Ist der hier? Ja. Take it easy. Avatar Shiki. Du musst die englischen Namen nehmen. Heißt der auf Englisch auch Shiki? Weisheit, die den Wald erhält. Sehr schön, ich krieg meine grünen Flügel endlich. Bam, bam, bam. Erreiche Ansehen Stufe 10. Ganze 20 Stück. Zierde. Schnee? Achso, das ist mit Permafrostbaum. Und das ist ein Lieu, das habe ich aber noch nie. Yeah, endlich die passenden Flügel. Wird Zeit, dass wir ins nächste Gebiet kommen. Ich brauche blaue Flügel. Wenn ich schon ein ganzes Team mit blauen Charakteren, mit Wassercharakteren habe. So, jetzt machen wir das mit Benne noch. Das Gürtel. Müsste jetzt aber eigentlich wechseln, oder? Kann aber ein bisschen dauern, aber das... Gute Nacht, Klaus. Hey, warum bin ich weggeflogen? Scheint nicht zu gehen. Sollte aber eigentlich gehen. Warte mal. Kurz mal was schauen.
Oder warte mal, ist da die Liste drin? Häufigsten, da, erste Generation. Steht einfach nur so drin. Platscher. Pokémon Englisch 151. Butterfree. Avatar. Schon, ob das was wird? Ach, Avatare war das. Oh ja, Avatare. Wow. Avatare. Fox. Gibt's den? Heißt auf Englisch überhaupt Mewtwo? Ach, Tu. Ups. Lugia Ho-Oh. Wie viele Pokémon gibt's denn da alles? Ah, der wurde mit Tu geschrieben. Ah, ich bleib bei Link. Passt. Am besten. So. Jetzt wechseln wir auf Bennett. I won't hold you back. Beispiel muss man wiederbeleben, der stirbt irgendwie ständig. See the room? Oh. Das war jetzt nichts Gescheites, aber egal. Bennett fliegt, wird das heute überleben? This is just Nein, my wieder nicht. luck. Bennett down.
Ich werde durch die Gegend fliehen, ey. Ups. Falscher Knopf. So. Da ist heute nichts mehr mit umarmen. Die hängen da alle oben. Abschied knuddeln gehen. So. Schrei. Dann. Das war's jetzt dann für heute. Ich werde mich damit noch mal ein bisschen auseinandersetzen. Oder warte, das. Warte. Desktop festgepinnt. Battle Royale. So. Das machen wir noch. Dann. Die Story mit Ding war ja ganz cool. Ein Gruppenfoto bitte. Jetzt wird erstmal bis auf den Tod gekämpft. Kokowai haut mir mit dem Hintern zu. Oh, ich wurde von Kokowai zerlegt. Für Fortnite. Alter, wie es den Luke ja zerfetzt hat. Okay, Tamara, wenn jetzt weiter... Oh, davon war es halt Item. Tja, scheinbar hat für Fortnite gewonnen. Dann bist du mir losgegangen. Jetzt tanzen alle. Also, die meisten. So, dann war es das jetzt dann für heute mit Genshin Impact. Wir sehen uns dann zu Genshin das nächste Wochenende wieder. Wie gesagt, momentan steht im Raum, dass eventuell mal wieder was auf Twitch kommt. Genshin bleibt auf YouTube, nochmal erwähnen. Genshin bleibt auf jeden Fall auf YouTube für den Samstag. Aber so, dass eventuell dann wieder was auf Twitch kommt. Ich bin zwar immer noch kein Freund von dem ganzen Zeug von Twitch, aber da läuft das Zeug halt besser. Man kann mehr solche Sachen machen. Und YouTube ist irgendwie nicht so eine geile Plattform für Streams scheinbar, wenn man damit mehr Leute anlocken will. Weil klar sind bei mir jetzt hier auch schon ein paar immer wieder dazugekommen, aber das sind meistens die wo eh meinen Kanal abonniert haben. Also die Überlegung ist noch im Raum, ob ich es dann mache, ist wieder eine andere Sache. Was machen wir hier noch? Masse, Bombe. Geht das jetzt schneller? Das letzte Mal hat es ewig gedauert. Mehr Zeit.
Oh, Alter, das wird da immer mehr. Hui. Tamara hat schon 1292 Gold. Man merkt, sie ist schon ein bisschen dabei gewesen heute. Also, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine gute Nacht und noch ein schönes Restwochenende. Ich habe übrigens einen neuen Endscreen. Und einen Pausenscreen auch. Also, macht's gut und servus.